Hi, hier zeige ich dir mein komplettes Absaug- und Luftreinigungssystem für meine knapp 8 Quadratmeter Werkstatt. 5 Monate, 5 Einzelschritte, kompakt in einem Videozusammenschnitt. Willkommen bei Toolsinnig. Das spontane Ableben meines alten Werkstattsaugers Dustin hatte Folgen. Der Nachfolger kommt mit einer deutlich höheren Saugleistung daher, wodurch sich der kleine Eimer leichter zusammenzog. Die Steckerei mit den HT-Rohren war von Anfang an ziemlich nervig und das flexible HT-Rohr, das übergangsweise zum Sauger geht, ist einfach zu steif. All das ändern wir heute und vielleicht kommt noch was dazu. Der Plan ist also ein größerer Eimer für mehr Volumen, ein besseres Kupplungssystem und eine Abzweigung für einen zusätzlichen Schlauchanschluss mit Sperrschieber. Los geht's. Bei der Demontage fiel mir auf, dass das, ich nenne es mal Steigrohr, vielleicht doch ein bisschen zu kurz geraten ist. Das untere Ende ist auch nur schlapp mit Klebeband verschlossen, das ändern wir auch noch mit. Ja, HT-Rohre. Ich hatte eine ziemlich genaue Vorstellung, wie die Schlauchverbindungen sein sollten und hatte auch ein paar Versuche als Wiederanfänger in CAD gestartet, sie zu konstruieren. Lief so lala. Dann bin ich auf Thingiverse zufällig auf genau das gestoßen, was ich wollte. Ihr findet die Links zu den 3D-Druckmodellen für den Adapter auf Thingiverse und den Sperrschieber auf Makerworld in der Videobeschreibung. Danke an die beiden Urheber fürs Teilen eurer Arbeiten. Schon als ich vor 8, 9 Jahren zum ersten Mal was von 3D-Druck als Technologie mitbekommen habe, war mir klar, welche Möglichkeiten das eröffnet und später noch eröffnen wird. Ich meine, es werden heute Gebäude im 3D-Druckverfahren hergestellt. Schon verrückt. Auch anders als in der Pionierzeit gibt es heute kompakte Einsteigergeräte, die man nicht erst von jeder Schraube an zusammenbauen muss. Für mich gab es dann vor kurzem keine Ausrede mehr, nicht doch mal in das Thema einzusteigen. Mal eben einen passenden Stopfen drucken zu können, ist natürlich an sich schon klasse. Aber zurück zur Absauganlage. Den Deckel des KG-Rohres musste ich nochmal machen, da der alte meinte, meine Geduld beim Ausbau auf die Probe stellen zu müssen. Frisch daran erinnert, wie spröde das Material ist, gehen wir ganz behutsam und langsam in die Zusammenklebmontage. Mal sehen, was aus den Zielen geworden ist. Ein größerer Eimer? Check. Ich hoffe einfach, dass das größere Volumen dabei hilft, mehr grobes Material vor dem Sauger zu sammeln, als es mit dem kleinen Eimer der Fall war. Eine weniger steife Verbindung zum Sauger selbst? Check. Die optionale Abzweigung wird den Anschluss knapp unter der Werkbankhöhe haben und wird in ihrer finalen Position dann noch befestigt. Blastgate ist auch dran. Check. Ich hatte jetzt nicht erwartet, dass der Eimer den Unterdruck komplett wegsteckt. Der Eimer zieht sich aber wirklich nur zusammen, wenn man den Schlauch dicht macht und entspannt sich wieder. Also so gesehen auf jeden Fall eine Verbesserung. Mehr oder weniger fürs gute Gewissen habe ich noch ein übriges Rückschlagventil aus der Bewässerungstechnik sozusagen als Pseudo-Unterdruckventil angebracht. Wenn es was gebracht hat, dann nicht viel, sei es drum. Soweit so gut, es ist alles ungefähr so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber funktioniert's auch? Das hier ist im Moment eigentlich alles Schleifstaub, also sehr fein, keine groben Partikel drin oder nicht viele. Das sollte ideal zum Testen sein. Das Einzige, was mir bisher gar nicht gefällt, ist die Lautstärke des Saugers. Der ist gefühlt doppelt so laut wie der alte, das ist nicht schön. Ich würde euch jetzt gerne einen Vorher-Nachher-Vergleich zeigen, habe aber vergessen, das vorher aufzunehmen.
Daher müsst ihr mir jetzt leider einfach glauben, dass vorher viel mehr grobes Material in der Staubsaugertonne gelandet ist. Das hier ist jetzt wirklich nur noch ein kleiner Rest allerfeinster Staub, also scheint alles gut zu funktionieren und der Rest ist im Eimer. Was wird bei diesem Luftreiniger anders als bei allen Selbstbaulösungen, die ich bisher kenne? Ganz klar, die Flexibilität. Die Größe, den Luftdurchsatz und was gefiltert werden soll, bestimmst du. Natürlich zeige ich dir in einem Härtetest auch, wie effektiv meine erste Version ist und ob es vielleicht sogar mehr als ein Proof of Concept wurde. Die erste Besonderheit ist, dass der Lüfter nicht im Filtergehäuse verbaut ist. Das bringt einfach mehr Einsatzmöglichkeiten mit sich, wobei für mich im Moment primär zwei relevant sind. Erstens Partikelfilterung in 2 Stufen, um die Luft von dem zu reinigen, das hauptsächlich bei Holzarbeiten so anfällt. Zweitens Filtern von Gerüchen und Gasen, die zum Beispiel beim Lackieren oder Löten entstehen. In Sachen Lüftermotor kann man PC-Ventilatoren, einfache Badezimmer oder Axialventilatoren direkt vergessen. Die sind einfach nicht dafür konstruiert und gebaut, mit irgendeiner Art von Gegendruck umgehen zu können. Gute Inline-Ventilatoren können vielleicht funktionieren, das kann ich aber nicht mit Gewissheit sagen und mag darum auch nicht dazu raten. Ich werde einen nutzen, der Rohrventilator genannt wird und eine Sonderbauweise von Radialventilatoren ist. Radialventilatoren haben den Vorteil, dass egal welche Bauform, der Druckverlust bei Betrieb mit einem Filter vergleichsweise gering ausfällt. Du kannst also den benötigten Luftdurchsatz sehr einfach anhand deiner Raumgröße berechnen. Meine Werkstatt hat ein Volumen von ungefähr 20 Kubikmetern. Bei der Filterung von Raumluft sollte man die Faustformel anwenden, dass das Raumvolumen 5-mal pro Stunde umgewälzt werden kann. Also 20 Kubikmeter mal 5 ergibt 100 und ich rechne einen Puffer für den Druckverlust durch die Filter und den Schlauch ein. Sagen wir 150 Kubikmeter pro Stunde sollte mein Lüfter mindestens transportieren. Solche Lüfter kann man übrigens auch gut gebraucht kaufen. Neu sind die, was ich so gesehen habe, ab ca. 60 € zu bekommen. Ich möchte noch Anbieter für Indoor-Grow-Ausrüstung als Tipp dalassen, dazu aber später noch mehr. Beliebte fertige Geräte sind mit rund 50 x 50 x 25 cm ganz schöne Klopper. Für meine Werkstatt auf jeden Fall viel zu groß und auch vom Luftdurchsatz her völlig überpowered. Die kleineren Filteranlagen im Selbstbaubereich haben mir wegen den verbauten Filterlösungen nie richtig gefallen wollen. Fliese, HEPA-Filter aus dem Kfz-Bereich. Es muss doch eine bessere Lösung geben, ohne auf die großen Taschenfilter angewiesen zu sein. Auf der Suche nach Filtern, die mir die Baugröße erlauben, die ich haben möchte, bin ich nach wirklich langer Suche auf den Bereich Klimatechnik für Niedrigenergiehäuser aufmerksam geworden. Da gibt es etliche unterschiedliche Hersteller und Systeme und bedingt dadurch Ersatzfilter in allen möglichen Formaten. Außerdem sind die Anlagen ja darauf ausgelegt, langfristig die Luft für ganze Häuser zu reinigen und auch Allergikern das Leben leichter zu machen. An der Qualität der Filter habe ich daher erstmal gar keine Zweifel. Klingt aber ziemlich teuer, oder? Das Filterset aus einem G4 Vorfilter für größere Partikel und dem F7 Feinfilter für bis zu 0,4 Mikrometer kleines Zeugs kostet nicht mal 16 €. Da war ich selbst sehr positiv überrascht. Die Filter kommen mit 293 x 145 x 46 mm daher. Und so kann ich ein Gehäuse von ungefähr 32 cm Breite, etwa 18 cm Höhe und vielleicht 30 cm Tiefe anstreben. Das entspricht grob einem Sechstel des Volumens der üblichen Kaufprodukte. Allerdings natürlich ohne den Lüfter. Da der aber mit einem Schlauch mit der Filtereinheit, im weiteren Verlauf möglicherweise Snifflestick genannt, verbunden wird, kann ich das räumlich so aufteilen, wie ich möchte und mir die für mich idealen Positionen aussuchen. Das System ist damit also nicht nur flexibel aufbaubar, was die Raumgröße und den benötigten Luftdurchsatz angeht, ich kann auch das Schnüffelstück temporär dort platzieren, wo der Großteil des Staubes erzeugt wird, während der Lüfter irgendwo ist, wo er nicht im Weg ist. Ich kann auch den Schlauch von der Filtereinheit trennen und einen anderen Filter anschließen, zum Beispiel einen Aktivkohlefilter gegen Gerüche und einige schädliche Gase. Das kann, wie eingangs erwähnt, beim Lackieren sinnvoll sein, beim Löten oder auch für den Einsatz eines Lasercutters. Hier eine kleine Brücke zurück zum Indoor-Grow-Bereich. Es gibt oft Sets aus Lüfter, Aktivkohlefilter, Schläuchen und passenden Schellen, die günstiger sind als die Einzelkomponenten. Ich würde da auch einfach mal behaupten, dass man eine gewisse Expertise in Sachen Geruchsvermeidung voraussetzen kann. Ich glaube, wir wissen ja alle, wie intensiv Tomaten riechen können.
Wenn du da ein passendes Set für deine Raumgröße findest, ist mit der Partikelfilterauswahl und dem Gehäusebau das System im Grunde fertig und die Chancen, dass man unter 200 € wegkommt, sind gut. Whoa, 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 Ein erster kurzer Test zeigt zumindest mal, dass eine gewisse Ansaugleistung vorhanden ist, wenn da mal eben ein DIN A5-Block so gehalten wird. Darüber hinaus ist das System auch wirklich erstaunlich leise. Die bestehende Staubschicht hat sich in dem Ausmaß während der Projekte in den Wintermonaten angesammelt, wo es kaum möglich war, mal gut zu lüften. Mitunter darum ist es jetzt echt Zeit für einen Filter geworden. Für den Härtetest wirble ich mit Druckluft einen Großteil des Staubes in der Werkstatt auf und lasse das System mal 2 Stunden laufen. Leider sieht man den Staub in der Aufnahme nicht so gut, wie ich erhofft hatte. Nach dem Test schalte ich den Luftreiniger für 2 Stunden wieder ab und lasse den Staub sich setzen. So kann ich die Staubschicht vorher-nachher auch noch vergleichen und dir zeigen. Der Unterschied ist für die ersten 2 Stunden Betrieb der Filteranlage schon wirklich bemerkenswert. Vielleicht hast du dich auch über die Bauweise der Filtereinheit gewundert. Die Idee dahinter ist, das Gehäuse im Grunde nur für den Filteraustausch öffnen zu müssen. Den Vorfilter kann ich abnehmen, absaugen oder auspusten und komme von beiden Richtungen auch mit dem Staubsauger oder Druckluft an den Feinfilter in der Mitte des Kastens. Der Unterschied in der Luft ist schmeckbar, auch wenn das vielleicht seltsam klingt. Schreib mir gerne in die Kommentare, ob du weißt, was ich meine. Ich bin wirklich begeistert, darf ich sagen. Mir sind direkt noch ein paar Ideen gekommen, wie ich den Prototypen weiter verbessern kann. Manchmal ist der Holzstaub in der Luft sichtbar genug, um nicht zu vergessen, den Luftfilter anzuschalten. Oft aber nicht. Aber genau dieser unsichtbare Feinstaub ist ja unser Problem. Ich will meinen Eigenbau-Luftreiniger heute mit 2 Smart Home Komponenten für unter 50 € und meinem alten Werkstattrechner mit Home Assistant automatisieren. Ganz ohne Cloud-Firlefanz. Ob das als absoluter Neuling einfach so klappt? Ich habe nämlich bisher gar kein Smart Home System. Dazu habe ich mir den Sonoff AirGuard und die WLAN-Steckdose S61S vom gleichen Hersteller gekauft. Der AirGuard misst die Staubbelastung in der Luft und die Messwerte sollen vom Smart Home System genutzt werden, um die Steckdose entweder ein- oder auszuschalten. Das soll ja alles super einfach sein, aber ich kann dir schon mal verraten, dass das nicht so ganz der Fall war und mich besonders ein Teil geärgert hat, von dem ich das als allerletztes erwartet hätte. Mein Werkstattrechner ist zwar schon ein bisschen älter, sollte aber problemlos ausreichen, um als Smart Home Gehirn zu funktionieren. Die genutzten Programme und Software sind allesamt kostenlos. Eine vollständige Liste habe ich dir in die Videobeschreibung gepackt, gehe aber später auch im Detail noch darauf ein und zeige dir die Installation von A bis Z. Wir bleiben jetzt erstmal bei der Steuerung des Luftreinigers. Die Oberfläche an sich ist recht übersichtlich, finde ich. Ich lege für die Werkstatt als erstes einen festen Bereich an, dem die beiden Komponenten zugeordnet werden. Die anderen Bereiche lösche ich brauche sie nicht. Ich würde dir wirklich dazu raten, von Anfang an strukturiert ranzugehen. Sobald das sauber eingerichtet ist, automatisiere ich die Steckdose. Bitte keinen zu großen Respekt vor Wenn-Dann-Bedingungen. Denk einfach zurück an früher, wenn du nicht auf isst, dann gibt's keinen Nachtisch. Hat jeder kapiert und mehr ist das hier auch nicht. Ich habe eine zusätzliche Bedingung eingebaut, die den Status der Steckdose abfragt. Also wenn die Steckdose aus ist und der Feinstaubwert höher als X, dann schalte die Steckdose ein. Ob die Steckdose sich dauernd versucht hätte einzuschalten, weiß ich nicht, aber so macht sie es ganz sicher nicht. Zum Staubsensor an sich noch kurz 2 Dinge. Ich habe ganz entspannt eine Belastung simuliert und das Teil mal unter der Decke, am Boden und auf Arbeitshöhe platziert. Die Werte waren quasi identisch, ich hätte mit deutlicheren Unterschieden gerechnet.
Es ist also gar nicht so wichtig, ihn in Kopfhöhe zu platzieren, was ich zuerst dachte. Das ist aber auch praktisch, weil der seinen USB-C-Anschluss hinten hat und somit nicht gut an der Wand montiert werden kann. Vielleicht soll man das aber auch wegen Luftzirkulation gar nicht. Der zweite Punkt: Ich kann wirklich nur dazu raten, dir so einen Luftwächter anzuschaffen, auch ohne Automatisierung. Es ist kein Sponsoring, keine Werbung. Es sind bestimmte Schwellenwerte fest im Gerät hinterlegt. Werden die überschritten, ertönt ein Alarm und man wird daran erinnert, lieber mal die Maske aufzusetzen. Ich bin jetzt nicht der totale Staubpaniker, aber wenn ich mir überlege, wie oft ich schon dachte, ach, wegen dem bisschen und eben keine Maske aufgesetzt habe, da kommt über die Jahre einiges Ungesundes zusammen, das sehr einfach zu vermeiden war. Die 40 € für das Teil sind meiner Meinung nach wirklich gut investiert. Wir schauen uns gleich noch an, wie sich der Wert im ganz normalen Arbeitsumfeld verhält. Das automatische Abschalten soll erfolgen, wenn die Steckdose an ist und der Wert wieder unter Y gefallen ist. Welche Werte da jetzt genau sinnvoll sind, muss ich selbst erst im Alltag rausfinden. Aber das ist ja mit ein paar Klicks angepasst. Es müssen nur die Zahlen geändert werden. Die Grundidee funktioniert auf jeden Fall soweit. Für den Praxistest nehme ich mir Türchen der Außenküche vor. Da gammelt das Teaköl aus irgendeinem Grund seit Anfang des Jahres. Mal sehen, ob das noch zu retten ist. Ich versuche jetzt auch nicht extra Dreck zu machen und schleife ganz normal mit Absaugung. Mal sehen, wie das nun im normalen Betrieb klappt. Das funktioniert soweit hervorragend. In Kombination mit der Automatik finde ich, ist da ein richtig solides System draus geworden. Das Thema Smart Home finde ich schon lange sehr interessant, aber ich hatte bisher einfach keinen Grund, mal damit rumzuspielen. Aber gegen Ende des Baus von dem Reiniger dachte ich mir schon, was wäre denn, wenn aus der Kiste ein aktiver Beschützer wird? Der Grund, mal mit Smart Home rumzuspielen, war also gefunden und das Thema smarte Werkstatt finde ich persönlich auch richtig spannend. Für das Einrichten von Home Assistant gibt es bestimmt mehrere Wege und ich behaupte nicht, dass mein Weg der einzig richtige ist oder der einfachste. Aber so hat das, was ich wollte, auf jeden Fall funktioniert. Wenn du mehr Erfahrung mit Smart Home hast und etwas ergänzen oder richtigstellen möchtest, schreib es mir super gerne in die Kommentare. Ich will meinen Werkstatt-PC als normalen Windows-Rechner weiter nutzen. Als erstes installiere ich daher VirtualBox, um eine virtuelle Maschine oder VM zu erstellen. Eine VM agiert als eigenständiger Teil des Rechners, für den Arbeitsspeicher, Festplattenspeicher und Rechenleistung fest abgezwackt werden. Auf diesem Teil kann man dann ein ganz anderes Betriebssystem parallel zu Windows laufen lassen. Die notwendigen Einstellungen für die VM, in der dann Home Assistant läuft, holst du dir am besten frisch von der offiziellen Home Assistant Internetseite, wo du natürlich auch die Installationsdatei findest. Alle relevanten Links und die Softwareliste habe ich dir bequem zum Nachlesen in die Infobox gepackt. Auch wie man das Home Assistant OS einbindet, steht als Anleitung auf deren Homepage. Ich möchte hier jetzt nicht in die Einzelheiten gehen, es kann sich ja mit zukünftigen Versionen etwas ändern und wie erwähnt, auf die Seite muss man zum Runterladen sowieso. Mein Werkstattrechner läuft ja nicht durchgehend, sondern nur wenn ich in der Werkstatt arbeite. Für den Start der VM beim Hochfahren solltest du kurz warten, bis Windows vollständig geladen ist und die Netzwerkverbindung sauber steht. Schlechte Verbindungen oder Abbrüche beim Start machen hier nämlich gerne mal Probleme. Ist ja auch irgendwie logisch. Home Assistant wird nach dem ersten Start über den Browser aufgerufen und später auf dem Handy über eine App. Die App brauchst du auch, um die Komponenten hinzuzufügen. Sowohl der AirGuard als auch die Steckdose kommunizieren mit dem modernen Matter-Standard. Grob gesagt ist das eine universelle Sprache, die unterschiedliche Geräte herstellerübergreifend miteinander funktionieren lässt. Für Home Assistant selbst musst du dafür zuerst ein Add-on installieren, das bei der nackten Basisinstallation noch nicht dabei ist. Wenn das läuft, werden die Matter-Geräte eigentlich sehr einfach durch Scannen eines QR-Codes hinzugefügt. Beim AirGuard hat das auf Anhieb geklappt, ausgerechnet bei der Steckdose hingegen absolut nicht. Genau einmal hat's funktioniert. Ich weiß jetzt auch, dass dieses Phänomen wohl nicht selten ist, weshalb ich dir absolut nicht dazu rate, dieses Setup für diese Anwendung einzusetzen. Für diese Art von Projekten verwendet man wohl eher Zigbee-Steckdosen.
Warum Leistungsüberwachung grundsätzlich ein super nützliches Feature ist, erkläre ich dir sofort. Wie ich die Luftreiniger-Automation eingerichtet habe, habe ich dir ja vorhin schon gezeigt. Aber alleine mit diesen beiden Komponenten, dem AirGuard und einer einzigen schaltbaren Steckdose, kannst du noch ganz andere Baustellen abdecken. Neben dem Feinstaub in PM2.5 und PM10 liefert der Sensor nämlich auch die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit frei Haus mit. Du kannst statt dem Luftreiniger im Winter also genauso eine Elektroheizung oder einen Frostwächter anstecken und eine Automation erstellen, in der der Sensor praktisch als Thermostat agiert. Wer eine feuchtere Kellerwerkstatt hat, betreibt darüber einfach einen Luftentfeuchter. Das kann dann zum Aushärten von Harz oder für Lack wichtig sein. Für rund 50 € ist das schon echt ein beachtlicher Funktionsumfang. Und es geht noch mehr. Mit 2 dieser smarten Steckdosen mit Strommessung kannst du deine Absauganlage komplett automatisieren. Wenn an Steckdose 1 die Kreissäge hängt und das System registriert, dass der Verbrauch von mir aus über 100 Watt steigt, schaltet sie automatisch Steckdose 2 an der dein Werkstattsauger hängt. Sinkt die Leistung wieder, schaltet sich die Absaugsteckdose mit Zeitversatz wieder aus. Das kostet dann um die 20 € für die beiden Stecker statt 60 bis 70 € aufwärts für eine fertige Einschaltautomatik aus dem Handel und bietet genau den gleichen Funktionsumfang. So ein smartes System hat extrem viel Potenzial, nicht nur für den Komfort, sondern auch fürs Energiesparen. Mein Luftreiniger läuft jetzt wirklich nur noch dann, wenn er messbar gebraucht wird. Ein Präsenzmelder könnte als nächstes mein Licht in der Werkstatt vollautomatisch steuern und es gibt noch so viel mehr Möglichkeiten. Ach ja, ein kleiner Test ist mir noch eingefallen, also noch eine Sache zum Thema Absaugung. Irgendwann habe ich mich gefragt, wie belastet die Luft ist, die vom Sauger wieder in die Werkstatt geblasen wird. Dazu habe ich den Sensor mal für 2 Minuten in die Nähe der Abluft des Saugers gestellt und die Luft gemessen. Und da war ich ein bisschen überrascht, aber natürlich auch sehr beruhigt, dass auch der günstige Sauger mit dem Standardfilter sehr viel Feinstaub für sich behält. So muss der Luftreiniger sich nur um das kümmern, dass der Sauger erst gar nicht erwischt. Und am Ausgang des Luftreinigers selbst ist auch alles bestens. Die zweite Ausbaustufe meiner Absauganlage funktioniert schon einige Monate wirklich gut. Heute kümmere ich mich endlich um alles, das da dran hängt. Da ging mir nämlich so einiges auf den Keks. Die Antwort auf Klebebandgepfusche und unhandliche Verbindungen heißt OS-WAC. Nur wie setze ich Spezialadapter um, die es gar nicht zu kaufen gibt? Wenn du OS-WAC oder Open Source Vacuum noch nicht kennst, bringe ich dir das im Lauf des Videos noch näher und gehe auch auf die erweiterte Variante OS-WAC Neo ein. Es gibt sehr viele Adapter für unterschiedliche Geräte, Schläuche und für gängige Durchmesser auch zu kaufen und das ist nicht mal teuer. Es gibt natürlich auch hunderte kostenlos downloadbare Modelle zum selber ausdrucken, aber eben auch nicht alles und ich habe so ein paar Geräte, zu denen ich eben nichts finden konnte. Ich musste aber erstmal wieder einiges Neues über 3D-Druck und Konstruktion lernen, weil ich meine Adapter selbst herstellen muss und will. Aber dazu später mehr. Das Kernstück wird ein Adapter von 32 mm Schlauch auf ein OS-WAC-Weibchen, der per Schleifring drehbar ist. Es werden also 2 in sich bewegliche Teile in einem Druckvorgang produziert. Spannend. Da PETG bereits im Drucker geladen war, habe ich damit erstmal losgelegt. Erste Probleme haben sich recht schnell gezeigt, weil das Material ein wenig aufquellen kann und zur Pickelbildung neigt. Die ersten beiden Drucke des Ausgangsstückes hat es förmlich vom Druckbett gerissen. Das ließ ich mit Feineinstellungen des Z-Hops und erhöhter Druckbetthaftung mit Brims aber unter Kontrolle bringen und das Funktionsteil ließ ich beim dritten Versuch sauber zu Ende drucken. Es gab unterschiedliche Berichte von Leuten, die dieses Modell gedruckt haben. Einige hatten keine Probleme mit der Drehbarkeit bei PETG, andere schon. Mal sehen, zu welcher Gruppe ich gehöre. Ach komm, werd halt locker. Okay. Na, jetzt wird's bestimmt locker. Tja, es hätte auf mich hören sollen. Was flüssig ist, kann nicht fest sein. Keine Sorge, das habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe es aufgesägt. Wenn das schon nicht funktioniert, will ich wenigstens live sehen, wie das konstruiert ist. Dass man sowas zu Hause herstellen kann, ist schon der Knaller. Aber ich brauche das Teil ja funktionierend, nicht obduziert. Ich dachte, PETG wäre deshalb gut, weil es, wenn die Adapter mal auf was Hartes knallen, die Gefahr des Splitterns geringer ist. Und das stimmt grundsätzlich auch. Aber wenn es nicht funktioniert, hilft mir das auch nichts und ich bin auf PLA umgestiegen, das diese Quelleigenschaften nicht oder wesentlich schwächer ausgeprägt hat.
Das hat sofort geklappt und in meiner Neugier, wie das mit der Drehbarkeit ist, habe ich direkt ohne Kamera mal versucht, das zu lösen. Das hat auch ohne weitere Probleme geklappt und war so befriedigend, dass ich noch einen gedruckt habe, nur um das zu zeigen. Bevor ich jetzt aber vor lauter Begeisterung den Rüssel von meinem Saugschlauch abschneide, geht's an meine Problemkinder der Adaption. Mein Bosch PEX 220A Schleifer hat diesen elliptischen Auslass, für den ich mir schon länger mal einen Adapter gedruckt habe. Da wusste ich aber praktisch noch gar nichts über Passungstoleranzen und der Schlauch mit dem Rüssel hat dem Ganzen so einen miesen Schwerpunkt verpasst, dass es einfach total unbequem handzuhaben war. Den neuen Adapter habe ich mit ein wenig Gefummel direkt im Slicer aus 2 unterschiedlichen zusammenbasteln können. Dass für sowas nicht unbedingt ein CAD-Programm notwendig ist, weiß ich auch noch gar nicht so lange. Trotz der nur zusammengefrankensteinten Geschichte ist das Ergebnis top. Mein Elektrohobel hat auch keinen runden Absauganschluss, sondern so eine Torform. Die war nicht gut auszumessen und hat 2 Versuche gebraucht, um eine gute Passform herauszufinden. Für diese Formtests habe ich einfach nur ein paar Millimeter in die Höhe gedruckt, um nicht unnötig Material zu verschwenden. Warum Passungsversionen nicht unbedingt als Plastikmüll oder Ausschuss enden müssen, erzähle ich dir später noch. Der größte Lerneffekt bei diesem Adapter war aber der Übergang von der Torform zu einer Rundung hinzubekommen. Ich setze mein CAD leider so selten ein, dass ich bei manchen Dingen quasi immer wieder von vorne anfangen muss. Aber so ist das nun mal, wenn man sich mit was Neuem beschäftigt. Und am Ende hat auch die Verbindung mit dem OC-Wack-Männchen geklappt. Eine kleine Lücke ist dabei allerdings entstanden, macht mich aber nicht verrückt. Die schließe ich, wenn es überhaupt nötig ist, mit einem Tropfen Heißkleber oder Sekundenkleber. Der Hobel, den ich ziemlich selten nutze, ist jetzt aber auch sauber mit der OS-Wack-Drehkupplung zu verbinden, was bisher wirklich nur mit Klebebandgefummel halbwegs möglich war. Bevor es an die buchstäblich größte Nervensäge geht, was Absaugung betrifft, kommt noch ein Standardadapter aufs Druckbett. Der passt dann auf den Anschluss der Tischkreissäge, des Staubsaugerrohres und einer Düse aus dem Saugerzubehör sowie an die Kappsäge. Meine Einhell-Handkreissäge hat mich mit Abstand am meisten genervt, wenn ich mit Absaugung gearbeitet habe. Der Saugrüssel hat zwar beinahe reingepasst, aber nur in einer ganz bestimmten Ausrichtung und bei etwas Vibration hat sich der auch regelmäßig verabschiedet. Das geht auf Dauer gar nicht. Da der Anschluss für mich schwer auszumessen war, habe ich hier das Maß des Saugrüssels als Ausgangsmaß genommen und auch hier einfach mal ein Stückchen Rohr gedruckt. Der erste Versuch war ein bisschen zu dick, der zweite hat sehr gut gepasst. Ich wollte den Schlauch in eine bestimmte Richtung leiten, wofür der dritte Versuch mit einer Abwickelung gedruckt wurde. Die hat für mich soweit so gut ausgesehen, um einen längeren Test in der Praxis zu bekommen. Ich kann die Schlauchführung ja jederzeit nochmal ändern. Diese 3 Testdrucke werde ich nicht in die Filament-Recycling-Kiste werfen, sondern für weitere Adapter auch in der Zukunft aufheben. Ich habe also statt Ausschuss durch Annäherungsversuche wiederverwendbare Passungsmuster hergestellt. Für den finalen Druck des Einhell-Adapters musste ich wieder nur noch die OS-Wack-Männchenkupplung anflanschen und go. Nun Sie selbst, sieht diese Handsäge mit dem Adapter nicht gleich doppelt so professionell aus wie vorher? Also ich finde schon. Das OS-Wack-System ist generell auf 32 mm Schläuche ausgelegt. Es gibt aber auch Konstruktionsdateien mit dem Namen OS-Wack Neo, bei denen Durchmesser angepasst werden können. Bosch zum Beispiel kocht ja, ich glaube, mit 35 mm sein eigenes Süppchen. Wer da bestehende Schläuche nicht tauschen will, kann das mit Neo anpassen und das clevere Kupplungssystem trotzdem nutzen. Hi, die 72 dB vom Werkstattsauger sind mir zu viel. Mal 3 Minuten die Werkstatt durchsaugen ist ohne Mickey Maus unerträglich. Mein Wunschwert ist 62 dB, also circa halb so laut. Zeit, eine Schallfalle zu bauen. Keine Ahnung, wie ich das sonst nennen soll. Erstmal die 15 mm USB-Platte in werkstattgerechte Häppchen auftrennen. Ich werde schrittweise Maßnahmen aufeinander aufbauen und jeden Schritt messen. So kannst du für dich einschätzen, wie viel du machen musst, um deinen Wunschwert zu erreichen. Der Gedanke, den Sauger einfach nur in eine Kiste zu packen, hat mir nicht gefallen. Mein Ziel ist, dass möglichst viel warme Luft abströmen kann und so viel Schall, wie es geht, auf dem Weg geschluckt wird. Aber mit genau so einer Kiste fange ich an. Mal sehen, wie leise ich den Brüllaffen am Ende bekomme. Bei der Kiste spare ich mir Boden und Rückwand. Das ist auch alles schnell zusammengeschraubt und mit einem aufgelegten Deckel kann ich schon mal die erste Testmessung vornehmen. Eine blanke OSB-Kiste schluckt also schon mal 2 dB und es ist gefühlt schon um einiges leiser.
reicht mir aber noch nicht aus. Meine Schallfalle wird eine Abwandlung eines sogenannten Kulissenschalldämpfers. Auf Höhe des Saugeraulasses kommt ein Loch in die Zwischenwand, durch das die Luft in das Schalldämpferabteil gedrückt wird. Zeit für den nächsten Test, auch wenn ich das erst im letzten Schritt fest zusammenbaue. Ich komme nun nochmal um rund 5 dB runter und damit mehr als ich erhofft habe. Das macht mich zuversichtlich, dass das sehr sportliche Ziel von minus 10 dB und damit die Halbierung der Lautstärke vielleicht doch erreicht werden kann. Schalten werde ich den vorerst über einen Mehrfachstecker mit Schalter. Es kann sein, dass ich künftig noch mehr Steuerungen in der Werkstatt mit Smart Home Komponenten umsetze. Vielleicht schalte ich die Absaugung über Last an einer anderen Steckdose und über eine Fernbedienung für den manuellen Betrieb. Ich habe in meiner Werkstatt noch einiges an Optimierungen vor, die du mit Abo und Glocke nicht verpassen wirst. Im letzten Schritt werden alle Oberflächen innen mit Noppenschaumstoff ausgekleidet, was den größten Effekt haben sollte. Allerdings auch die größten Temperaturprobleme mit sich bringen wird. Die Bauweise ist sehr einfach mit ein paar 45 Grad Schnitten und stumpf aufeinander geschraubt. Nur meine Schrauben waren einen Tick zu lang, aber so bekomme ich endlich mal Funken ins Video. Den Schaumstoff habe ich nur getackert. Das hält normalerweise ewig, bleibt aber flexibel genug, wenn ich noch was ändern müsste. Irgendwann fiel mir dann auf, dass ich vielleicht nicht genug Noppenschaumstoff bestellt haben könnte. Hat sich dann auch bestätigt, das ist übrig und das muss noch ausgekleidet werden. Den Deckel habe ich in meiner Flächenberechnung komplett vergessen. Ich bin jetzt aber viel zu neugierig, um zu warten, bis Material nachbestellt ist, also wird mit dem Stand mal gemessen. Satte minus 9 dB und es fehlen noch Dämmung, Dichtungen und der Deckel liegt einfach nur auf. Das ist ein Hammerwert und live vor Ort so viel angenehmer. Rein nach Zahlen ist der Lautstärkepegel mehr als halbiert, fühlt sich aber im Vergleich zu vorher flüsterleise an. Ich bin begeistert. Ganz ehrlich, früher hätte ich das so gelassen und fertig. Aber da ich ja jetzt öffentlich unterwegs bin und eine gewisse Verantwortung der Perfektion gegenüber habe, Ja. mache ich das so fertig, wie ich geplant habe und noch eine finale Messung mit Temperatur. Die ganze Playlist zu meiner Absaugung und zu meinen Werkstatt-Upgrades verlinke ich dir am Ende des Videos und in der Videobeschreibung. Ha, ich wusste doch, dass ich noch irgendwo Schaumstoff habe. So, Rest auskleiden, Dichtungen auf Unter- und Rückseite, den Deckel kleide ich einfach komplett aus, damit er satt aufliegt. Mein Endwert liegt bei 59 dB, volle 13 dB weniger. Die Lautstärke wird also um ca. 60% leiser wahrgenommen. Damit habe ich wirklich überhaupt nicht gerechnet. Wahnsinn. Für den Temperaturtest habe ich den Sauger mal 8 Minuten laufen lassen. Das ist ein ganzes Stück über dem Maximum, die er sonst am Stück läuft. Die Temperatur hat sich um 6,5 Grad von 25 auf 31,5 erhöht. Das ist völlig unproblematisch. Alles in allem ist das für mich eine Mega-Verbesserung und ich kann es uneingeschränkt empfehlen, sich einen Schalldämpfer für den Werkstattsauger zu bauen. Ich überschlage hier noch die Kosten für meine gesamte Anlage. Video 1 Ausbau meines DIY-Zyklonabscheiders und Optimierung ca. 100 € inklusive des neuen Saugers. Zweitens modularer, hocheffizienter Luftfilter für kleine Werkstätten ca. 100 €. Drittens Automatisierung des Luftreinigers mit Sensor und Smart Home ca. 50 €. Viertens OSWAC-Adaption für alle Maschinen, da selbst gedruckt ca. 5 €. Fünftens die Schalldämmung um minus 13 dB für den Werkstattsauger ca. 30 €. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.